Also Leute, heute erzähle ich euch eine Geschichte, die so krass ist, dass ihr euren Ohren nicht trauen werdet. Es geht um einen Polizeihund namens Vega und einen blinden Jungen, der ein einziges Wort flüsterte und damit alles veränderte. Die Spannung war so dick, dass man sie hätte schneiden können, hier in der K9-Einheit der Kölner Polizei. Die Beamten standen an den Wänden des Trainingsraums, Arme verschränkt, Augen starr auf den deutschen Schäferhund gerichtet, der in seinem Gehege auf und ab lief. Vega war nicht irgendein K9-Hund. Er war stärker, schneller, aufmerksamer als der Rest. Aber er war auch unberechenbar, gefährlich. 2 Trainer hatte er bereits gebissen und einen dritten fast zerfleischt. Sein scharfer Blick scannte den Raum, nicht nach Bedrohungen suchend, sondern nach etwas, das er nicht benennen konnte. Dann knarrte die Tür auf. Eine Frau trat ein und hielt die Hand eines Jungen, der eine übergroße schwarze Sonnenbrille trug. Sie sah nervös aus, als würde sie bereits bereuen, gekommen zu sein. »Das ist Tim«, sagte sie leise, »mein Sohn. Er verlor sein Augenlicht, als er 2 war, aber er hat eine besondere Gabe mit Tieren.« Ihr Name war Sabine Maddox, und die Beamten warfen ihr einen Blick zu, der Mitleid und Ungläubigkeit mischte. Hauptwachtmeister Cormac Vale schnaubte unter seinem Atem: »Bei allem Respekt, gnädige Frau, aber dieser Hund ist kein Streichelzoo.« Hauptkommissar Red Calder, ein strenger Mann mit 30 Dienstjahren im Rücken, sagte nichts. Er nickte nur und signalisierte, dem Jungen einen Moment zu geben. Tim ließ sanft die Hand seiner Mutter los und näherte sich langsam dem Rand der Trainingszone. Vega erstarrte. Sein Knurren verstummte. Die Ohren richteten sich nach vorn. Die Spannung im Raum verschob sich. Ungewissheit mischte sich nun mit Ungläubigkeit. Tim streckte seine kleine Hand aus, Handfläche nach außen, dem Hund zugewandt. »Hallo, Vega«, sagte er ruhig. »Ich bin Tim. Keine Befehle, keine Angst, nur ein Flüstern mit ruhiger Stimme.« Vega neigte den Kopf, einen Schritt, dann noch einen. Die Beamten versteiften sich, bereit für das Schlimmste. Aber Vega sprang nicht, er knurrte nicht, er näherte sich einfach und blieb direkt vor dem Jungen stehen. Tim hockte sich hin und berührte sanft Vegas Schnauze. »Du bist nicht wütend«, sagte er, »du hast nur Angst wie ich, oder?« Dann lehnte er sich vor und flüsterte etwas, das zu leise war, als dass es jemand anderes hätte hören können. Was auch immer es war, Vega setzte sich sofort hin, seine Atmung ruhig, seine Haltung stabil. Die Wildheit in ihm verschwand, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Hauptkommissar Calder trat einen Schritt näher zu Sabine. Ihr Sohn hat gerade das geschafft, was keiner unserer besten Trainer konnte. Sabine nickte langsam, ihre Augen glasig, aber tief in ihrem Inneren war sie nicht nur überrascht, sie hatte Angst. Denn was gerade passiert war, war nicht normal. Und irgendwo in ihr wusste sie, dass dieser Moment Wahrheiten ans Licht zwingen würde. Wahrheiten, die sie vor langer Zeit begraben hatte. Was auch immer Tim an jenem Tag zu Vega geflüstert hatte, es veränderte alles. Und es war erst der Anfang. Hauptkommissar Red Calder hatte in jener Nacht nicht gut geschlafen. Er spielte die Szene im Trainingsraum immer wieder ab. Die Art, wie Vega Tim angeblickt hatte, wie das Chaos in diesem Hund einfach aufgehört hatte. Red hatte gesehen, wie gehärtete Verbrecher weniger weinten als manche seiner Beamten an jenem Abend. Aber es war nicht nur Emotion, es war etwas Tieferes, etwas Unnatürliches und dieses Flüstern, das niemand sonst gehört hatte. »Was zum Teufel hat dieser Junge gesagt?«, murmelte Red vor sich hin, während er schwarzen Kaffee in seine angeschlagene Keramiktasse goss. Auf der anderen Seite der Stadt saß Sabine Maddox an ihrem Küchentisch und starrte auf den Boden, während Tim neben ihr ruhig eine Banane schälte. Sie hatte der Polizei nicht alles erzählt. Noch nicht. Sie hatte ihnen nicht erzählt, dass Tim manchmal mitten in der Nacht weinend aufwachte und Namen rief, die er nicht kennen sollte, dass er letzten Winter ein paar Worte auf Deutsch gesprochen hatte, und sie wusste nicht, wo er sie gehört hatte. Und jetzt Vega, ein militärisch ausgebildeter Hund, gebrochen von Krieg und Verrat, beruhigt von der Stimme eines blinden Kindes. Das ängstigte sie mehr, als sie zugeben wollte. Währenddessen, zurück im Präsidium,
war Hauptwachtmeister Cormac Vale nicht beeindruckt. Zufall, grunzte er und lehnte sich an die Wand im Umkleideraum. Dieser Köter ist einfach kaputt, der Junge hatte Glück. Aber Junia Crow, die jüngste Beamtin in der K9-Abteilung, war nicht überzeugt. Sie hatte Vegas Aufnahmen dutzende Male überprüft. Jedes Mal, wenn der Hund einem Menschen gegenüberstand, endete es in Aggression, außer bei Tim. »Ich glaube nicht, dass es Glück war«, sagte sie. Es war Erkennung. Der Hund kannte etwas oder jemanden in diesem Jungen. Sabine wurde am nächsten Tag wieder einbestellt. Vega hatte sich geweigert, auf jemand anderen zu reagieren. Keine Sprachbefehle, kein Futter. Er saß nur in der Nähe des Zwingergatters, die Augen zum Eingang gerichtet, als würde er auf jemanden warten. Tim. Als der Junge eintrat, stand Vega sofort auf, der Schwanz leicht wedelnd. Nicht wie ein Haustier, sondern wie ein Soldat, der auf Befehle wartete. Die Beamten beobachteten schweigend. Red griff diesmal nicht ein. Er beobachtete nur, studierte. Denn jetzt hatte er Fragen. Nach der Sitzung begleitete Red Sabine zu ihrem Auto. »Sagen Sie mir etwas, Sabine. Hatte Vega schon mal Ihrer Familie gehört?« Sie erstarrte eine Sekunde zu lang. »Nein«, antwortete sie knapp, aber ihre Finger zitterten, als sie nach den Schlüsseln griff. Red bemerkte es. Er drängte nicht weiter. Noch nicht. In jener Nacht saß Tim auf dem Rand seines Bettes und fuhr mit den Fingern über die Nähte von Vegas Halsband, das ein Beamter versehentlich dagelassen hatte. Die Stimme des Jungen war leise, als er in die Dunkelheit flüsterte: »Ich weiß, wer du bist.« Und Vega, meilenweit entfernt im Zwinger, hob den Kopf. 3 Tage später hatte sich Vegas Verhalten völlig verändert. Er bellte nicht mehr vorbeigehende Beamte an oder knurrte während der Fütterungszeit. Stattdessen saß er ruhig da und starrte auf den Flur, als würde er jemanden erwarten. Die Hundeführer waren verwirrt. Das war ein Hund, der einst als Risiko eingestuft worden war, und nun benahm er sich wie ein Musterrekrut. Aber nur, wenn Tim in der Nähe war. Ohne den Jungen kehrte Vega zu dieser stillen Wachsamkeit zurück, Augen immer beobachtend, wartend. Hauptkommissar Red Calder wusste, dass etwas Tieferes im Spiel war. Er wusste nur nicht was. Sabine versuchte es als Zufall abzutun. Er ist jetzt einfach ruhiger. Vielleicht hat der Junge ihm etwas gegeben, dem er vertrauen kann. Aber Dr. Ferrador, die Kinderpsychologin, die die Abteilung hinzugezogen hatte, glaubte nicht an einfache Erklärungen. Nach einer stillen Beobachtungssitzung mit Tim zog sie Red zur Seite. Dieser Junge trägt etwas in sich, Trauer, ja, aber auch Erinnerung. Seine emotionale Sprache ist weit über sein Alter hinaus. Ihm ist etwas passiert, etwas Prägendes. Im Kellerarchiv des Präsidiums grub Junia Crow. Sie konnte nicht aufhören, an Vegas Reaktion auf Tim zu denken. Während sie alte K9-Einheit-Einsätze kreuzte, entdeckte sie etwas Seltsames. Vega war ursprünglich mit einem privaten Auftragnehmer im Ausland stationiert gewesen, nicht bei der Abteilung, wie sie angenommen hatte. Seine Ankunft war mit einem versiegelten Fall von vor 7 Jahren verbunden. Einem Fall, der eine Razzia, einen vermissten Hundeführer und ein Kind beinhaltete. Junia hatte keine Berechtigung, ihn zu öffnen, aber sie hatte das ungute Gefühl, dass dieses Kind Tim gewesen sein könnte. In derselben Nacht wurde Vega zu einem kurzen Spaziergang ausgeführt. Ein vorbeigehender Beamter ließ versehentlich einen Metallschlagstock auf den Beton fallen. Das Geräusch war scharf, durchdringend, für die meisten Ohren harmlos, aber Vega schnappte. Nicht gewalttätig, sondern mit einem Ruck der Erinnerung. Er erstarrte, die Ohren starr, der Kopf drehte sich schnell, seine Augen weit und leer, als wäre er nicht mehr im selben Raum. Dann ließ er sich zu Boden fallen, tief und zitternd. Es war keine Aggression, es war Angst. Tim, der gerade mit Sabine für einen geplanten Besuch angekommen war, stürmte ohne zu zögern nach vorn. Er kniete neben Vega nieder und flüsterte wieder. Es war kein Deutsch. Es war etwas Älteres, Hartes, Fremdes, fast militärisch im Ton. Vega hörte auf zu zittern, seine Atmung beruhigte sich.
Die Beamten in der Nähe starrten in betäubtem Schweigen. Red fing Sabines Blick auf. Sie sah blass aus, bis ins Mark erschüttert. »Wo hat er diese Sprache gelernt?« fragte er sie leise. Sie antwortete nicht. Später, als die Nacht hereinbrach, saß Sabine allein in der Küche, während Tim schlief. Sie öffnete einen staubigen, versiegelten Umschlag aus einer verschlossenen Schublade. Drinnen waren 2 Fotos. Eines von einem Mann in Uniform mit Vega an seiner Seite und ein anderes von demselben Mann, der Baby Tim hielt. Ihre Hände zitterten. Die Vergangenheit, die sie begraben hatte, krallte sich zurück ins Leben. Der Morgen nach dem Schlagstockvorfall rief Hauptkommissar Red sie in sein Büro. Er stand da und hielt die Ausdrucke, die Junior Crow stillschweigend auf seinem Treibstück hinterlassen hatte. Der Name auf der vertraulichen Akte starrte ihn an. Eric Holt, ein ehemaliger militärischer K9-Hundeführer, der zum privaten Auftragnehmer wurde, nach einer schiefgelaufenen, klassifizierten Operation zu Tod gehalten. Offiziell verband ihn nichts mit der Berliner Polizei. Inoffiziell war Vega einst sein Hund gewesen und plötzlich passten die Dinge nicht zusammen. Red lehnte sich in seinem Stuhl zurück, die Erinnerung an Vegas Reaktion auf Tim lief in seinem Kopf ab. Was, wenn Vega nicht mit dem Jungen eine Bindung eingeht? Was, wenn er ihn erkennt? Murmelte er. Das würde alles erklären. Den Gehorsam, die geflüsterten Befehle, die fremde Sprache. Es war kein Training, es war Erinnerung. Und wenn Vega sich erinnerte, dann tat Tim es vielleicht auch. Oder schlimmer, vielleicht hatte er nie vergessen. Zu Hause stand Sabine im Flur vor Tims Zimmer und hörte ihn leise summen, während Vega zusammengerollt am Fußende seines Bettes schlief. Sie hielt das Foto fester in der Hand, das mit Erik, der lächelte und ihren Sohn hielt. Sie hatte diesen Namen jahrelang nicht ausgesprochen, nicht seit der Mission in Syrien, die alles veränderte. Der offizielle Bericht besagte, Erik sei bei einer Explosion gestorben. Sie hatte es geglaubt, bis Vega im Präsidium auftauchte. Jetzt rasten ihre Gedanken mit Fragen, die sie sich zu stellen fürchtete. Tim rührte sich plötzlich. »Mama?« rief er. »Kennst du den Mann mit der tiefen Stimme?« Ihr Blut erstarrte zu Eis. Sie trat langsam ins Zimmer. »Welchen Mann, Schatz?« fragte sie vorsichtig. Tim neigte den Kopf. Der Vega sagt, was er tun soll. Ich höre ihn manchmal, wenn ich schlafe.« Sabine zwang sich zu lächeln, aber ihr Magen verkrampfte sich. Es war nicht nur ein Traum. Ihr Sohn erinnerte sich an etwas Begrabenes, etwas, das sie jahrelang zu schützen versucht hatte. Währenddessen ging Junia ein Risiko ein und kontaktierte einen Freund beim militärischen Nachrichtendienst. Was sie erfuhr, ließ sie sprachlos zurück. Eric Holt war nicht nur ein Hundeführer gewesen, er hatte einst eine Geheimoperation geleitet, die Kinderevakuierungen aus Kriegsgebieten beinhaltete. Er war während seiner letzten Mission abtrünnig geworden. Das Ziel? Ein 2-jähriger Junge, der aus einem bombardierten Dorf geholt wurde. Niemand meldete jemals die Identität des Kindes. Junia begann die Punkte zu verbinden und jeder deutete auf Tim hin. In jener Nacht saß Red in seinem Auto vor dem Haus der Maddox-Familie, unsicher, was er zu tun im Begriff war. Er hielt eine Kopie der Militärakte und starrte auf den Namen Eric Holt, der fett gedruckt war. Derselbe Name, den Sabine so sehr zu löschen versucht hatte. Red wusste, dass er sie die Frage stellen musste, die sie am meisten fürchtete. Sabine. War Eric Holt Tims Vater? Sabine antwortete nicht sofort. Der Name hatte zwischen ihr und Hauptkommissar Calder in der Luft gehangen, wie ein Geist. Schwer, unsichtbar und unmöglich zu ignorieren. Sie blickte auf den Umschlag in ihren Händen, das Foto noch darin. Dann sagte sie es leise: Ja, Erik war Tims Vater. Ihre Stimme brach, als die Worte ihren Mund verließen. Aber ich dachte, er wäre seit Jahren tot. Red lehnte sich in seinem Sitz vor, sein Ton vorsichtig. Warum haben Sie es niemandem erzählt? Nicht einmal als Vega auftauchte. Sabine starrte durch das Fenster auf die dunkle Straße. Weil mir gesagt wurde, seinen Namen nie wieder zu sprechen, sagte sie. Nach dem Scheitern der Mission kam ein Mann in Uniform an unsere Tür.
Er sagte, Erik sei abtrünnig geworden, dass sie hinter Tim her sein würden, wenn ich reden würde. Ich rannte, änderte meinen Namen, fing neu an. Reds Miene verhärtete sich. Glauben Sie, Sie beobachten immer noch? Sabine nickte. Ich weiß es nicht, aber als ich Vega sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Etwas Unvollendetes. Währenddessen blieb Unia Crow spät im Präsidium. Sie kämmte die begrenzten Dokumente durch, die sie gesammelt hatte, und fand eine einzige Audiodatei, die in Vegas ursprünglichen Trainingsprotokollen vergraben war. Niedrige Qualität, von der Zeit verzerrt. Aber als sie durch Kopfhörer hörte, wurde ihr Gesicht blass. Eine Männerstimme bellte einen Satz auf Deutsch, scharf und befehlend. Es war derselbe Satz, den Tim während Vegas Panikepisode geflüstert hatte. Sie spulte ihn immer wieder zurück. Es gab jetzt keinen Zweifel mehr, Tim hatte diese Stimme schon einmal gehört. Zu Hause stand Tim an der Hintertür mit Vega. Die Finger strichen leicht über das Halsband des Hundes. »Er kommt zurück«, flüsterte der Junge. Sabine, die gerade den Raum betreten hatte, erstarrte. »Wer kommt zurück, Schatz?« Tim drehte den Kopf leicht, als würde er etwas aus der Ferne hören. »Der Mann, der Vega seinen Namen gab.« Sabine ließ die Tasse in ihrer Hand fallen. Sie zerschellte und hallte durch die stille Küche. Hauptkommissar Calder rief Junia um Mitternacht an. »Ich brauche alles, was Sie über Erik Holt haben. Wir können das nicht weiter ignorieren.« Junia zögerte. »Da ist etwas, was Sie wissen müssen. Erik, er wurde nie offiziell für tot erklärt. Er verschwand, ohne Spur. Kein Körper, keine Beerdigung. Es war eine Vertuschung.« Reds Miene verhärtete sich. »Glauben Sie, sie lebt?« Junia antwortete vorsichtig. »Ich glaube, er hat nie aufgehört zu beobachten.« In derselben Nacht in einem Motel an der A59 blätterte ein Mann mit einer Narbe quer über seinem Kniegnomen durch eine Akte alter Fotografien. Seine Hand verweilte bei einem Kleinkind mit pechschwarzem Haar, das von Vega gehalten wurde. Er fuhr mit dem Finger über das Gesicht des Jungen. »Er erinnert sich«, flüsterte Erik zu sich selbst. Draußen begann das Summen eines heranreinenden Sturms aufzusteigen. Der Regen prasselte hart gegen das Dach des Maddox-Hauses in jener Nacht. Donner rollte in niedrigen Wellen. Sabine saß am Fenster und starrte auf die leere Straße. Sie hatte Tim noch nicht von Erik erzählt, zumindest noch nicht. Aber tief in ihrem Inneren fürchtete sie, dass er es bereits wusste. Nicht aus Worten, sondern aus Instinkten, aus Erinnerungen, die nie wirklich verblasst waren. Vega saß neben Tims Bett, wachsam. Die Ohren zuckten bei jedem Geräusch draußen. Er hatte seit Sonnenuntergang nicht geschlafen, Sabine auch nicht. Im Präsidium druckte Unia Crow die letzte Seite eines Berichts aus, den sie nicht hätte haben sollen. Es war ein Satellitenbild. Verschwommen, aber verdammend. Ein Mann, der vor wenigen Tagen aus einem schwarzen SUV bei einer verlassenen Militärlandebahn ausstieg. Das Gesichtserkennungssystem meldete eine 72-prozentige Übereinstimmung. Erik Holt. »Er ist nicht tot«, sagte sie laut. Und wenn er zurückkehrte, war es nicht zufällig. Er suchte nach etwas oder jemandem. Sie textete Hauptkommissar Calder, »Wir haben ein Problem.« Währenddessen war Red Calder bereits in Bewegung. Er stand vor Vegas Zwinger und beobachtete den Hund unruhig auf und ab gehen. »Du spürst es auch, nicht wahr?« flüsterte er. Die alten Instinkte in Red schrien. Alles deutete auf eine Konfrontation hin, aber der Teil, der ihn am meisten beunruhigte, war nicht Eriks Rückkehr. Es war, warum jetzt? Was hatte sich nach all den Jahren verändert? Was hatte seine Wiedererscheinung ausgelöst? Die Antwort lag irgendwie in Tim. Zurück im Haus setzte sich Tim plötzlich im Bett auf. »Er ist hier«, sagte er ruhig. Sabine stürmte herein, das Herz rasend. »Wer, Schatz?« fragte sie und kniete neben ihm nieder. Er zeigte zum Fenster. »Der Mann von früher, der mit Vega.« Sabine stockte der Atem. Dann klingelte die Türglocke, einmal, dann wieder, langsam, absichtlich. Sabine ging zur Tür wie in einem Traum. Sie öffnete sie nur einen Spalt, weit genug, um zu sehen. Im Regen stehend, durchnässt und schweigsam,
war ein Mann mit einer zackigen Narbe quer über seinem Kiefer und Augen voller Geschichte. Eric. Lebendig. Real. Älter, aber unverkennbar er. »Hallo Sabine«, sagte er leise. Sie konnte nicht atmen. Hinter ihr ließ Vega einen tiefen gutturalen Laut von sich, kein Knurren, ein Laut der Trauer, der Erkennung, der Verbindung. Tim ging ruhig zum Flur, nackte Füße auf dem Boden, furchtlos. Er stand hinter seiner Mutter. »Ich wusste, dass du zurückkommen würdest.« Erics Augen füllten sich mit Tränen. Ich habe nie versucht aufzuhören. Sabines Hand zitterte an der Tür. Dieser Moment, lange begraben, lange gefürchtet, stand jetzt vor ihrer Haustür. Und was auch immer als nächstes kam, würde ihr Leben für immer verändern. Die Luft im Inneren des Maddox-Hauses fühlte sich aufgehängt an, als hätte die Zeit aufgehört, in dem Moment, als Erik durch die Tür trat. Sabine stand erstarrt, ihre Finger immer noch den Türknauf umklammert. Ihr Geist raste durch 1000 Versionen dieses Moments. Keine hatte sie auf das Echte vorbereitet. Vega blieb still, aber wachsam, stand zwischen Erik und Tim, als würde er beide beschützen. Die Loyalität des Hundes war zerrissen, doch seine Augen schimmerten mit etwas, das wie Erleichterung aussah. Erik sah älter aus, dünner, verwittert, aber seine Stimme war ruhig. »Ich bin nicht gestorben«, sagte er, kaum über einem Flüstern. »Sie haben dir gesagt, dass ich es tat, weil ich die Regeln gebrochen habe, weil ich Tim aus diesem Kriegsgebiet geholt habe, als ich es nicht sollte.« Sabines Gesicht verhärtete sich. »Du hast uns verlassen. Du bist verschwunden.« Erik nickte. »Ich hatte keine Wahl. Nach der Mission wurde ich gejagt. Ich musste verschwinden. Ich versuchte, ihn sicher zu halten, euch sicher zu halten.« Tim trat langsam vor, streckte die Hand aus, bis sie Eriks Mantel berührte. »Deine Stimme«, sagte er, »ich erinnere mich an sie.« Erik kniete sich hin, Auge in Auge mit dem Jungen. »Ich habe dir jeden Abend vorgelesen, selbst wenn die Sirenen nah waren.« Sabine wandte sich ab, ihre Augen voller Tränen. Sie hatte ihr Leben darauf aufgebaut, zu vergessen, zu überleben, und jetzt löste sich alles unter dem Gewicht einer Wahrheit, die sie nicht vermeiden konnte. Im Präsidium saßen Junia und Hauptkommissar Calder einem Verbindungsmann des Verteidigungsministeriums gegenüber, der ohne Vorankündigung angekommen war. Der Mann trug kein Namensschild, nur eine schwarze Mappe mit der Aufschrift »Verschlusssache«. Er schob sie über den Tisch, darin Fotos, Einsatzprotokolle und eine Liste von Namen, Erik eingeschlossen. »Das ist keine Polizeiangelegenheit mehr«, sagte der Mann kalt. »Erik Holt gilt als Flüchtiger. Wenn er wieder auftaucht, werden wir ihn sofort in Gewahrsam nehmen.« Calders Kiefer verkrampfte sich. Er ist keine Bedrohung, er ist ein Vater, der nach Hause kommen will. Der Mann blinzelte nicht. Das ist nicht ihre Entscheidung. Zurück zu Hause saßen Erik und Sabine sich am Küchentisch gegenüber, während Tim und Vega in der Nähe ruhten. »Sie werden hinter mir her sein«, sagte Erik. »Sie haben euch beobachtet. Sie wussten, dass Vega seinen Weg zurück zu mir durch euer Präsidium gefunden hatte. Deshalb musste ich jetzt auftauchen, bevor sie es taten.« Sabines Gesicht zitterte. »Du hättest mir alles erzählen sollen.« Erik blickte hinunter. »Hättest du mir geglaubt?« Draußen schnitten Scheinwerfer durch die Dunkelheit und hielten langsam vor dem Haus. Ein schwarzer SUV, keine Sirenen, keine Lichter. Nur Stille. Vega stand sofort auf, der Schwanz starr, der Körper angespannt. Eriks Gesicht wurde düster. »Sie sind hier.« Das Klopfen an der Tür war leise, aber trug das Gewicht der Endgültigkeit. Sabine wandte sich Erik zu, ihr Gesicht blass. »Du musst durch den Hinterausgang gehen.«
Aber er schüttelte den Kopf. Wenn ich renne, werden sie nie aufhören. Ich bin hierher gekommen, um das zu beenden. Vega stand zwischen ihnen, die Augen auf die Haustür gerichtet, sein Körper angespannt, bereit. Tim, noch halb schlafend auf der Couch, setzte sich langsam auf. »Sie sind nicht hier wegen mir«, sagte er ruhig. »Sie sind hier wegen ihm.« Draußen standen 2 Männer in taktischer Ausrüstung unter dem Regen, Waffen im Holster, aber sichtbar. Hauptkommissar Red Calder stieg aus seinem eigenen Auto aus und war dem SUV ohne Verstärkung gefolgt. »Sie müssen es nicht so machen«, sagte er den Agenten. Der Größere antwortete nicht. Der andere händigte Calder ein gefaltetes Dokument aus. »Heute Morgen unterschrieben. Bundesbefugnis. Erik Holt ist lebend festzunehmen, wenn möglich.« Calders Griff verstärkte sich auf dem Papier. »Er ist kein Verbrecher. Er ist ein Zeuge einer Vertuschung.« Der Agent antwortete trocken: »So sieht Washington das nicht.« Drinnen griff Sabine nach Eriks Arm. »Lass mich mit Ihnen reden, lass mich erklären.« Erik hielt sie auf. »Wenn du diese Tür öffnest, wirst du mich nie wiedersehen.« Tim stand neben Vega, seine kleine Hand auf dem Rücken des Hundes ruhend. »Er hat mich einmal gerettet. Jetzt bin ich dran.« Sabine blickte zwischen ihnen hin und her, zerrissen zwischen der Vergangenheit, die sie vergessen wollte, und der Wahrheit, die in ihrem Wohnzimmer stand. Jahrelang hatte sie Eriks Namen zum Schweigen gebracht, um ihren Sohn zu schützen. Jetzt könnte dieses Schweigen alles kosten. Die Tür öffnete sich langsam knarrend. Hauptkommissar Calder stand allein auf der Veranda, seine Augen trafen Sabines. »Er hat 30 Sekunden. Das ist alles, was ich euch verschaffen konnte.« Ohne zu warten, wandte sich Sabine um und flüsterte Tim etwas ins Ohr. Der Junge nickte. Sie wandte sich dann an Vega. »Geh!« Vega schoss zur Hintertür, Erik folgte dicht dahinter. In Sekunden verschwanden sie in den Wäldern hinter Hollow Creek, demselben Ort, wo Erik Vega vor Jahren beigebracht hatte, lautlos zu verfolgen. Im Inneren des Hauses verzögerte Calder die Agenten mit Fragen und Smalltalk, aber er wusste, dass die Zeit knapp wurde. Ein Agent scannte den Raum. »Wo ist das Kind?« Sabine blieb stumm. »Wo ist Holt?« Calder antwortete standhaft und kalt: »Er ist nicht hier.« Der Agent trat vor. »Wenn Sie lügen, ist das Behinderung der Justiz.« Calder zuckte nicht zusammen. Tief in den Wäldern bewegten sich Erik und Vega wie Schatten durch den Regen. Vega blieb plötzlich stehen, die Ohren gespitzt, lauschend. Schritte, mehrere Taschenlampen in der Ferne. Erik flüsterte Vega einen letzten Befehl zu. Der Hund verschwand in den Bäumen. Erik blieb zurück. Regen durchnässte Eriks Jacke, als er hinter einem gefallenen Baumstamm tief in Hollow Creek kauerte. Taschenlampen fegten über die Bäume wie Suchscheinwerfer. Stimmen riefen in knappen Befehlen. Aber Erik bewegte sich nicht. Er kannte dieses Gelände besser als jeder andere. Vor Jahren hatte er hier mit Vega trainiert, damals als Ordnung noch etwas bedeutete und als er glaubte, das System, dem er diente, sei gerecht. Dieser Glaube starb am selben Tag, an dem die Regierung versuchte, seinen Sohn auszulöschen. Am Waldrand bewegte sich Vega lautlos durch das Unterholz. Er befolgte Sabines geflüsterten Befehl: »Finde Hilfe, beschütze ihn.« Die Instinkte des Hundes waren vollständig zurückgekehrt. Jeder Schritt war präzise, seine Atmung niedrig. Als er die alte Rangerstation am Bach erreichte, war Junior Crow bereits da. Sie hatte Vegas Spur gegen direkte Befehle gefolgt. Sie kniete nieder und befestigte einen Tracker an seinem Halsband. »Bring mich zu ihm«, flüsterte sie. Vega drehte sich um und schoss zurück in die Bäume, führte sie in den Sturm. Zurück im Haus saß Tim im Wohnzimmer, seine Hände ruhig im Schoß gefaltet. Sabine beobachtete ihn unruhig. »Geht es dir gut?« fragte sie. Er nickte langsam. »Er hat Angst, aber nicht vor Ihnen. Er hat Angst, dass er mich nicht wiedersehen wird.« Sabine kniete neben ihm. »Du musst vielleicht für euch beide mutig sein.« Tim berührte seine Hand und sagte leise: »Er sagte mir, ich bin der Grund, warum er zurückgekommen ist. Nicht um zu rennen. Um es zu beenden.« Hauptkommissar Calder stand am Waldrand und versuchte, die Agenten zu verzögern, ohne ihnen offen zu widerstehen. Aber seine Zeit war um.
Sie haben lange genug verzögert, knurrte einer von ihnen. Wir rücken vor. Als sie in den Wald vordrangen, tauchte Vega aus der Dunkelheit auf und stellte sich direkt in ihren Weg. Einer der Agenten griff nach seiner Waffe. Nicht, warnte Calder und trat zwischen sie. Wenn dieser Hund hier ist Erik in der Nähe, und wenn er hätte verschwinden wollen, hättet ihr ihn nicht gefunden. Junia kam Momente später an, durchnässt und atemlos. Ihr wollt Holt? Schön, aber ihr werdet zuerst hören, was er zu sagen hat. Der Agent spottete. Er ist ein Flüchtling. Junia hielt stand. Er ist ein Vater, ein dekorierter Veteran, und die Regierung hat über die Mission gelogen, über den Jungen. Ihr wisst es, und ihr habt Angst vor dem, was passiert, wenn diese Wahrheit herauskommt. Dann aus den Bäumen trat Erik mit erhobenen Händen vor. Ich werde nicht rennen, aber ich spreche zuerst und ihr hört zu. Für einen Moment hielt der Wald den Atem an. Dann kam die Stimme eines Kindes. Leise, stetig, klar. Er hat mich gerettet, genau wie er Vega gerettet hat. Der Wald war still, nachdem Tim gesprochen hatte. Selbst die Agenten zögerten. Erik stand regungslos. Regen tropfte von seinem Haar, seine Hände immer noch vor ihm erhoben. Vega bewegte sich nicht. Der Hund stand wie eine Statue, zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart, zwischen dem Mann, der ihn trainiert hatte, und dem Kind, das ihn geheilt hatte. »Lasst mich sprechen«, sagte Erik, seine Stimme ruhig, aber voller Gewicht. »Und danach könnt ihr mich mitnehmen, wohin ihr wollt.« Hauptkommissar Calder nickte zu den Agenten hin. »Das seid ihr ihm schuldig.« Sie tauschten Blicke aus. Dann gaben sie ein stilles, widerwilliges Nicken. Erik senkte langsam die Hände und wandte sich Vega zu. Er kniete nieder und legte seine Handfläche auf das durchnässte Fell des Hundes. »Sie haben uns benutzt, Junge. Du erinnerst dich, nicht wahr?« Vega bewegte sich nicht. »Sie sagten mir, das Kind zu markieren, die Koordinaten zu setzen und weiterzugehen. Aber das tat ich nicht. Ich hob ihn hoch und rannte.« Am Waldrand standen Sabine und Tim unter dem Verandalicht und warteten, als die Gruppe aus den Bäumen auftauchte. Tim trat vor. »Ich erinnere mich an deine Stimme«, sagte er wieder. »Aus den Träumen. Aus dem Geräusch, das Vega macht, wenn er schläft.« Erik kniete und öffnete seine Arme. Tim zögerte nur eine Sekunde, dann ging er direkt hinein. Die Umarmung war still, schwer von Jahren des Schweigens und verlorener Zeit. Vega setzte sich neben sie und drückte seinen Kopf an beide Schultern. In den folgenden Tagen änderte sich alles. Junias Bericht wurde öffentlich, unterstützt von Hauptkommissar Calder und anderen Beamten, die bereit waren, die Wahrheit zu sagen. Die Operation, die fast ein Jahrzehnt begraben gewesen war, wurde endlich aufgedeckt. Erik wurde nicht angeklagt. Stattdessen wurde er ehrenhaft unter Überprüfung entlassen und der Bundesfahndungsbefehl wurde stillschweigend fallen gelassen. Keine Schlagzeilen, keine Kameras. Nur Abschluss für diejenigen, die ihn brauchten. Sabine, einst verängstigt vor der Vergangenheit, beobachtete nun ihren Sohn auf Weise erblühen, die sie sich nie vorgestellt hatte. Tim begann mit Vega im K9-Zentrum der Abteilung zu arbeiten und half bei der Rehabilitation traumatisierter Hunde. »Er trainiert sie nicht«, sagte Junia eines Tages. »Er hört ihnen zu.« Vega verließ nie Tims Seite. Wo der Junge ging, folgte der Hund. Ihre Bindung wurde zur Legende im Präsidium. Eines Morgens, als die Sonne durch den Nebel über Hollow Creek brach, saßen Tim und Erik auf der Veranda und nippten an heißer Schokolade.
Weißt du, was ich ihm an jenem Tag geflüstert habe?« fragte Tim. Eriks lächelte. »Was?« Der Junge lehnte sich näher und flüsterte wieder: »Zu Hause.« Und diesmal verstanden sie beide, was es bedeutete. Aber das war noch nicht das Ende dieser unglaublichen Geschichte, Leute. Denn was in den kommenden Wochen passierte, zeigte, wie tief die Verbindung zwischen Tim, Erik und Vega wirklich war. 3 Wochen nach der großen Enthüllung kam ein neuer Fall ins Kölner Präsidium. Ein anderer traumatisierter Polizeihund. Rex, ein belgischer Malinois, der nach einem Bombenanschlag völlig verstört war. Kein Trainer konnte ihn erreichen. Er zitterte ständig, fraß nicht, reagierte auf niemanden. »Holt den Jungen«, sagte Hauptkommissar Calder ohne zu zögern. Als Tim mit Vega ankam, geschah etwas Außergewöhnliches. Rex, der seit Tagen in der Ecke seines Zwingers gekauert hatte, hob langsam den Kopf. Nicht wegen Tim, wegen Vega. Die beiden Hunde sahen sich an und in diesem Moment passierte etwas, das die Wissenschaft nicht erklären kann. Rex stand auf, langsam, vorsichtig, aber er stand auf. Tim näherte sich beiden Hunden. »Ihr versteht euch«, sagte er leise. »Ihr habt beide das Gleiche erlebt.« Was dann geschah, veränderte alles im K9-Programm der Kölner Polizei. Tim entwickelte eine völlig neue Methode der Hunderehabilitation. Nicht durch Training, sondern durch Heilung. Traumatisierte Hunde halfen anderen traumatisierten Hunden. Erik wurde offiziell als Berater eingestellt. Seine Erfahrung mit Kriegshunden war unbezahlbar, aber das Wichtigste war, er war wieder da, wo er hingehörte, bei seiner Familie. Sabine eröffnete eine kleine Praxis für Therapiehunde. Ihr Haus wurde zu einem Zufluchtsort für Hunde, die niemand sonst retten konnte. Und Tim? Tim wurde zu einer lebenden Legende. Journalisten aus ganz Deutschland kamen, um über den Hundeflüsterer von Köln zu schreiben. Aber Tim blieb bescheiden. »Ich höre nur zu«, sagte er immer. »Jeder kann das lernen.« Eines Abends, als die Familie zusammen auf der Veranda saß, Erik, Sabine, Tim und natürlich Vega, fragte Sabine: »Bereust du etwas?« Erik dachte lange nach. »Ich bereue, dass ich so lange weg war, aber ich bereue nicht, dass ich ihn gerettet habe.« Er blickte auf Tim. »Denn jetzt rettet er andere.« Tim lächelte und streichelte Vegas Kopf. »Vega hat mir beigebracht, dass manchmal die größten Helden die sind, die am meisten Angst haben. Sie machen es trotzdem.« Die Geschichte hätte hier enden können. Eine perfekte, glückliche Wendung. Aber das Leben, Leute, das Leben hat manchmal andere Pläne. Denn 6 Monate später erhielt Erik einen Anruf. Ein Anruf, der wieder alles verändern würde. »Erik«, sagte die Stimme am anderen Ende. »Wir haben da ein Problem in Afghanistan. 3 K9-Einheiten, alle traumatisiert. Die Regierung möchte, dass du und dein Sohn helfen.« Erik blickte auf Tim, der mit Vega auf dem Boden spielte. »Das ist ein großer Schritt«, sagte Erik schließlich ins Telefon. »Ich muss mit meiner Familie sprechen.« Am Abend saßen Erik, Sabine und Tim am Küchentisch. Vega lag zwischen ihnen, als würde er spüren, dass eine wichtige Entscheidung getroffen werden musste. »Afghanistan«, sagte Sabine langsam. »Das ist, wo alles anfing.« Erik nickte. 3 K9-Teams, alle durch Bombenanschläge traumatisiert. Die Militärpsychologen können nichts machen, sie bitten um Hilfe. Tim, der still zugehört hatte, sprach plötzlich: »Die Hunde sind nicht kaputt, sie erinnern sich nur an schlechte Dinge, wie Vega damals.« »Es ist gefährlich«, warnte Sabine. »Was, wenn etwas passiert?« Erik griff nach ihrer Hand. »Diesmal gehe ich nicht allein. Diesmal haben wir ein Team.« Die Entscheidung wurde einstimmig getroffen. 2 Wochen später landeten Erik, Tim und Vega auf dem Militärstützpunkt Ramstein, bevor sie nach Kabul weiterflogen. General Morrison, ein graubärtiger Mann mit müden Augen, empfing sie persönlich. »Ich bin ehrlich mit Ihnen«, sagte er. »Diese Hunde sind unsere letzte Hoffnung. Ohne sie verlieren wir 3 der besten K9-Teams, die wir haben.« Der erste Hund, den sie trafen, war Luna, eine deutsche Schäferhündin.
Sie hatte bei einem IED-Anschlag ihren Partner verloren und reagierte seither auf niemanden. Sie lag zusammengerollt in der Ecke ihrer Unterkunft, zitterte bei jedem lauten Geräusch. Tim näherte sich langsam, Vega an seiner Seite. »Hallo Luna«, sagte er auf Deutsch. »Ich bin Tim, das ist Vega. Wir verstehen.« Luna hob den Kopf, zum ersten Mal seit Wochen. »Erzähl uns von dem Tag«, flüsterte Tim. Und irgendwie, auf eine Weise, die nur er verstand, begann Luna zu sprechen, nicht mit Worten, sondern mit Bewegungen, mit Blicken, mit der Art, wie sie sich Vega näherte. Erik dokumentierte alles. »Sie zeigt uns die Explosion nach«, murmelte er erstaunt. »Sie durchlebt es wieder, aber diesmal nicht allein.« Vega legte sich neben Luna. 2 Krieger, die beide die Hölle gesehen hatten, fanden Trost in der Stille. Am 3. Tag machte Luna ihre ersten Schritte aus der Unterkunft. Am 5. Tag antwortete sie auf Grundbefehle. Am 7. Tag wedelte sie mit dem Schwanz. »Das ist unmöglich«, sagte Dr. Sarah Mackenzie, die Militärveterinärin. 6 Monate Therapie und nichts. 1 Woche mit dem Jungen und sie ist fast wieder normal. Aber Tim korrigierte sie. Sie war nie unnormal, sie war nur einsam. Der 2. Hund war härter. Brutus, ein belgischer Malinois, war nicht nur traumatisiert, er war aggressiv geworden. Er hatte 2 Trainer gebissen und konnte nicht mehr aus seinem verstärkten Zwinger gelassen werden. »Das ist zu gefährlich«, warnte General Morrison. »Dieser Hund ist unberechenbar.« Aber Tim sah etwas anderes. Er ist nicht wütend, er hat Todesangst. Als Tim sich Brutus Zwinger näherte, knurrte der Hund sofort. Tief, bedrohlich. Ein Geräusch, das jedem normalen Menschen die Haare zu Berge stehen ließ. Aber Tim blieb stehen und setzte sich einfach vor den Zwinger auf den Boden. »Du willst nicht kämpfen«, sagte er ruhig. »Du willst nur, dass der Schmerz aufhört.« Vega legte sich neben Tim. Beide saßen einfach da, ohne Druck, ohne Erwartungen. Nur Anwesenheit. 1 Stunde verging. Brutus knurrte weiter, aber leiser. 2 Stunden. Das Knurren wurde zu einem Winseln. 3 Stunden. Brutus leckte sich hin, aber seine Augen blieben wachsam. »Das ist Wahnsinn«, flüsterte Dr. Mackenzie zu Erik. »Keiner unserer Experten hat es auch nur gewagt, sich so nah zusetzen.« Erik beobachtete seinen Sohn mit Stolz und Sorge. Er sieht etwas, was wir nicht sehen können. Am 4. Tag geschah das Unmögliche. Brutus streckte seine Schnauze durch die Gitterstäbe und berührte sanft Tims ausgestreckte Hand. Der Junge bewegte sich nicht, sprach nicht. Er ließ einfach zu, dass der Hund entschied. »Jetzt kann ich ihn verstehen«, sagte Tim schließlich. »Er hatte einen Bruder, einen anderen Hund. Sie waren zusammen, als die Bombe explodierte.« Die Stille im Raum war ohrenbetäubend. General Morrison räusperte sich. »Woher weiß er das?« Erik antwortete leise, Brutus hat es ihm erzählt. Der 3. Hund war der schwerste Fall von allen. Ranger, ein deutscher Schäferhund, hatte seit dem Vorfall kein einziges Geräusch von sich gegeben. Er aß nur das Nötigste, reagierte auf nichts und niemanden. Die Tierärzte nannten es psychischen Mutismus. Tim verbrachte den ganzen Tag bei Ranger. Er redete nicht, drängte nicht, er saß einfach da und wartete. Manchmal, erklärte Tim Erik am Abend, ist Schweigen die einzige Sprache, die ein gebrochenes Herz versteht. Es dauerte 5 Tage. 5 Tage des Schweigens, der Geduld, der stillen Anwesenheit. Dann, ganz plötzlich, gab Ranger ein kleines Wuff von sich. Nur ein kleines Geräusch, aber für alle Anwesenden war es wie ein Wunder. Sprechen ist wie Vertrauen. Es kommt zurück, wenn es sicher ist. Nach 2 Wochen in Afghanistan waren alle 3 Hunde auf dem Weg der Besserung. Luna konnte wieder patrouillieren, Brutus ließ sich streicheln und Ranger bellte sogar gelegentlich. General Morrison rief das Pentagon an. Sie müssen das sehen, um es zu glauben. Dieser Junge ist nicht von dieser Welt. Aber Tim hörte das Gespräch und schüttelte den Kopf. Ich bin ganz normal. Ich höre nur zu. Jeder kann das lernen. Am letzten Tag ihres Aufenthalts organisierte die Basis eine kleine Zeremonie. Tim erhielt eine Ehrenmedaille für außergewöhnliche Dienste bei der Rehabilitation militärischer Arbeitshunde. Aber das Geschenk, das Tim am meisten bedeutete, kam von einem der Soldaten. Es war ein handgeschnitzter Holzhund mit einer kleinen Plakette.
für den Jungen, der den Hunden ihre Stimme zurückgab. Die Rückkehr nach Köln war emotional. Sabine wartete am Flughafen, Tränen in den Augen, als sie ihren Mann und Sohn in die Arme schloss. Vega wedelte wie verrückt, als würde er sagen, wir sind wieder da! Aber die Ruhe sollte nicht lange dauern. Binnen einer Woche nach ihrer Rückkehr klingelte das Telefon täglich. Polizeistationen aus ganz Europa wollten Hilfe. Frankreich, Italien, sogar Schweden. Überall gab es traumatisierte Diensthunde, die Hilfe brauchten. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, sagte Erik zu Sabine. Tim, der am Küchentisch saß und Vega streichelte, hatte eine Idee. Dann müssen wir anderen beibringen, was wir gelernt haben. Und so entstand die Vega-Methode, benannt nach dem Hund, der alles ins Rollen gebracht hatte. Erik, Tim und ein Team von Psychologen entwickelten ein Trainingsprogramm für Hundetrainer und Polizeibeamte. Der erste Kurs fand in der Kölner Polizeiakademie statt. 20 Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen, um zu lernen, wie man mit traumatisierten Hunden arbeitet. Das Wichtigste, erklärte Tim vor der Gruppe, ist zu verstehen, dass ein traumatisierter Hund nicht kaputt ist. Er ist verletzt. Und verletzte Seelen brauchen Zeit, Geduld und vor allem Verständnis. Einer der Teilnehmer, Kommissar Weber aus München, war skeptisch. Mit Respekt, junger Mann, aber ich arbeite seit 20 Jahren mit Hunden. Ich bezweifle, dass ein Kind mir etwas Neues beibringen kann. Tim lächelte freundlich. Dann zeigen Sie mir Ihren schwierigsten Fall. Weber stellte Max vor, einen Rottweiler-Mix, der nach einem Terroranschlag in München völlig verstört war. Der Hund zitterte ständig und hatte seit Wochen nicht richtig gefressen. Tim näherte sich Max langsam, setzte sich in einiger Entfernung hin und wartete einfach. Er redete nicht, bewegte sich kaum. Nach einer halben Stunde begann Max sich zu entspannen. »Was machen Sie da?« flüsterte Weber. »Ich höre zu«, antwortete Tim leise. »Max erzählt mir gerade von dem Tag, als die Welt explodierte.« Nach 2 Stunden stand Max auf und ging zu Tim. Kommissar Weber konnte es nicht fassen. »Wie haben Sie das gemacht?« Tim erklärte, »Ich habe ihm gezeigt, dass ich keine Bedrohung bin, dass ich verstehe, dass er in Sicherheit ist.« Am Ende der Woche war Kommissar Weber vollständig überzeugt. Ich dachte, ich kenne Hunde, aber dieser Junge hat mir gezeigt, dass ich sie nur oberflächlich verstanden habe. Die Vega-Methode verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bald meldeten sich Trainer aus der ganzen Welt. Videos von Tims Arbeit gingen viral. Nachrichtensender berichteten über den Wunderjungen von Köln. Aber der wahre Test kam, als Tim einen Anruf aus Amerika erhielt. »Mein Name ist Detective Rodriguez aus New York. Wir haben hier einen Fall, der unmöglich scheint. Ein Polizeihund namens Hero wurde bei 9/11 gerettet, aber er ist seit 20 Jahren traumatisiert. Können Sie helfen?« Tim war still für einen rangen Moment. Ein Hund, der seit 2 Jahrzehnten litt, das war etwas völlig anderes als alles, womit er bisher gearbeitet hatte. 20 Jahre Trauma? Fragte Erik ungläubig. Das ist ein ganzes Hundeleben. Tim streichelte Vega nachdenklich. Wenn er so lange überlebt hat, dann will er leben. Er wartet nur darauf, dass ihm jemand zeigt, wie. 2 Wochen später landeten Tim, Erik und Vega in New York. Detective Rodriguez empfing sie am Flughafen, ein großer, müder wirkender Mann mit grauen Schläfen. Hero ist in einem privaten Tierheim außerhalb der Stadt, erklärte er während der Fahrt. Niemand weiß mehr, was mit ihm anfangen soll. Viele sagen, er sollte, erlöst werden. Das werden wir nicht zulassen, sagte Tim bestimmt. Das Tierheim lag in einer ruhigen Gegend von Queens. Als sie ankamen, führte sie die Leiterin, Dr. Patricia Williams, zu einem abgetrennten Bereich im hinteren Teil des Gebäudes. »Hero ist da drin«, sagte sie und zeigte auf eine große, schallisolierte Unterkunft. »Aber ich muss Sie warnen, er reagiert sehr schlecht auf neue Menschen.« Als Tim die Tür öffnete, sah er zunächst nichts. Dann, in der hintersten Ecke, lag ein großer Golden Retriever. Grau um die Schnauze, dünn, mit Augen, die völlig leer wirkten. Hero rührte sich nicht, als sie eintraten. Er blinzelte nicht einmal. »Mein Gott«, flüsterte Erik.
Er ist wie ein lebender Geist. Tim setzte sich langsam auf den Boden, Vega neben sich. Sie blieben einfach da. Stunden vergingen. Hero zeigte keine Reaktion. Das dauert länger, sagte Tim schließlich. Er ist so tief in sich versunken, dass er vergessen hat, wie man zurückkommt. Am zweiten Tag brachte Tim ein Foto mit. Ein Bild der Twin Towers vor dem Anschlag. Er legte es vor sich auf den Boden, weit genug von Hero entfernt. »Du erinnerst dich an davor«, sagte Tim leise. »An die Zeit, als die Welt noch in Ordnung war.« Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft bewegte Hero den Kopf. Nur ein wenig, aber es reichte. »Das ist es«, flüsterte Dr. Williams. »Das ist die erste Reaktion seit Monaten.« Am dritten Tag brachte Tim verschiedene Gegenstände mit. Ein Polizeiabzeichen, ein Stück Seil, sogar ein kleines amerikanisches Fähnchen. Er legte sie vor Hero hin, wie Puzzleteile eines vergessenen Lebens. Hero hob langsam den Kopf. Seine Augen fokussierten sich auf das Polizeiabzeichen. »Du warst ein Held. Du hast Menschen gerettet. Das kannst du dir wieder ins Gedächtnis rufen.« Am vierten Tag geschah etwas Außergewöhnliches. Hero stand auf. Langsam, wackelig, aber er stand auf und ging zu den Gegenständen. Er schnüffelte an dem Polizeiabzeichen. »Er erinnert sich«, sagte Erik mit erstickter Stimme. Aber das Wichtigste passierte am 5. Tag. Tim hatte ein Video auf seinem Tablet mitgebracht. Aufnahmen von Rettungshunden an der Arbeit. Als Hero die Bilder sah, begann er zu winseln. Nicht vor Wern's, sondern vor Sehnsucht. Du vermisst es. Du vermisst es, wichtig zu sein, gebraucht zu werden. Hero legte seinen Kopf auf Tims Schoß. Nach 20 Jahren des Schweigens, der Isolation, der Hoffnungslosigkeit hatte er endlich wieder Vertrauen gefasst. Detective Rodriguez konnte es nicht fassen. In 20 Jahren hat er nie auf jemanden so reagiert. Wie ist das möglich? Tim streichelte Heros grauen Kopf sanft, weil er endlich verstanden hat, dass es okay ist, wieder zu leben. In den folgenden Tagen machte Hero unglaubliche Fortschritte. Er begann wieder zu fressen, richtig zu fressen, nicht nur das Minimum zum Überleben. Er folgte Tim durch das Tierheim, er wedelte sogar wieder mit dem Schwanz. Aber das Erstaunlichste passierte in der 2. Woche. Tim hatte Hero mit nach draußen genommen, in einen kleinen Park neben dem Tierheim. Dort spielten einige Kinder. Als eines der Kinder hinfiel und zu weinen begann, lief Hero instinktiv hin. Er legte seinen Kopf neben das Kind und blieb ruhig da. Das kleine Mädchen hörte auf zu weinen und umarmte den großen alten Hund. »Er will immer noch helfen«, sagte Tim mit Tränen in den Augen. »Nach allem, was er durchgemacht hat, will er immer noch anderen helfen.« Dr. Williams schüttelte ungläubig den Kopf. Wir dachten, er wäre fertig, zu alt, zu beschädigt. Aber schauen Sie ihn sich an. Hero spielte mit den Kindern, als wäre er wieder jung, als hätte er die letzten 20 Jahre des Leidens vergessen. Detective Rodriguez zog Tim beiseite. »Was machen wir jetzt mit ihm? Er ist zu alt für den aktiven Dienst, aber er braucht einen Zweck, er braucht einen Grund, jeden Tag aufzustehen.« Die Lösung kam von unerwarteter Seite. Das Kinderkrankenhaus von Brooklyn hatte von Heros Geschichte gehört. Sie baten darum, ihn als Therapiehund einzusetzen. »Kinder mit Trauma«, erklärte Dr. Susan Chen, die Leiterin der Kinderpsychiatrie. »Sie verstehen sich oft besser mit Tieren als mit Menschen, und ein Hund, der selbst Trauma überwunden hat, könnte anderen zeigen, dass Heilung möglich ist«, vollendete Tim den Gedanken. Heros erster Tag im Krankenhaus war magisch. Er besuchte Kinder, die Unfälle überlebt hatten, die Missbrauch erfahren hatten, die mit Depressionen kämpften. Bei jedem Kind legte er seinen Kopf in deren Schoß und blieb einfach da. Er zeigt ihnen, dass sie nicht allein sind, beobachtete Dr. Chen. Dass es möglich ist, trotz allem weiterzumachen.
Ein besonderer Moment ereignete sich mit einem 8-jährigen Jungen namens Marcus, der seit einem Autounfall nicht mehr gesprochen hatte. Als Hero zu ihm kam, flüsterte Marcus seine ersten Worte seit Monaten. »Du verstehst es, nicht wahr?« Hero legte seinen Kopf auf Marcus' Bett und blieb die ganze Nacht da. Nach einem Monat in New York war es Zeit für Tim, Eric und Vega nach Deutschland zurückzukehren. Aber Hero würde bleiben. Er hatte seinen neuen Zweck gefunden. Am Flughafen umarmte Tim den alten Hund ein letztes Mal. »Du bist wieder ein Held. Du rettest nur andere Herzen statt andere Leben.« Hero sah Tim mit klaren, lebendigen Augen an. Die Leere war verschwunden. An dessen Stelle war Hoffnung, Zweck, Leben. Detective Rodriguez begleitete sie zum Gate. »Sie haben ein Wunder vollbracht. Hero war aufgegeben. Jetzt ist er ist wieder er selbst.« »Tim«, sagte Erik während des Fluges nach Hause, »weißt du, was du da geschaffen hast? Du hast nicht nur Hunde geheilt, du hast eine Bewegung gestartet.« Zurück in Köln wartete eine Überraschung auf sie. Ihr Haus war von Reportern umlagert. Die Geschichte von Hero hatte internationale Schlagzeilen gemacht. Der deutsche Junge, der den 9/11-Hund rettete, war auf den Titelseiten aller großen Zeitungen. Aber Tim interessierte sich mehr für die Stapel von Briefen, die auf sie warteten. Hunderte von ihnen, aus der ganzen Welt, alle mit ähnlichen Geschichten, traumatisierte Tiere, die Hilfe brauchten. »Wir brauchen mehr Leute«, sagte Sabine, während sie die Briefe durchblätterte. »Das können wir nicht allein schaffen.« Tim hatte eine Idee. Was, wenn wir eine Akademie gründen, einen Ort, wo Menschen lernen können, mit traumatisierten Tieren zu arbeiten? 6 Monate später öffnete die Vega-Akademie für Tiertraumatherapie ihre Türen. Das Gebäude war ein umgebauter Bauernhof am Stadtrand von Köln mit speziellen Einrichtungen für verschiedene Arten von Tieren. Der erste Jahrgang hatte 20 Studenten aus 12 verschiedenen Ländern. Darunter war auch Kommissar Weber aus München, der inzwischen zu einem der besten Schüler Tims geworden war. »Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich hier sein würde. Ein Kind als Lehrer zu haben, erschien mir lächerlich. Jetzt weiß ich, dass dieses Kind mir mehr beigebracht hat als 20 Jahre Erfahrung.« Die Akademie war anders als jede andere Bildungseinrichtung. Es gab keine traditionellen Klassenzimmer. Stattdessen arbeiteten die Studenten direkt mit echten Fällen, Hunden, Katzen, sogar Pferden, die alle ihre eigenen traumatischen Geschichten hatten. Vega wurde zum Professor Emeritus ernannt, ein Titel, der ihm sehr zu gefallen schien. Er half bei der Ausbildung neuer Therapiehunde und zeigte durch sein eigenes Beispiel, wie Heilung möglich war. Eines der emotionalsten Projekte war die Veteraneninitiative. Erik entwickelte ein Programm, bei dem ehemalige Soldaten mit traumatisierten Militärhunden zusammengebracht wurden. Beide Seiten halfen sich gegenseitig bei der Heilung. Trauma erkennt Trauma, erklärte Erik einer Gruppe von Journalisten. Manchmal ist der beste Therapeut jemand, der dasselbe durchgemacht hat. Die Akademie erhielt bald Besuch von hochrangigen Politikern. Der deutsche Bundeskanzler kam persönlich, um sich über die Arbeit zu informieren. Sogar die EU zeigte Interesse an der Finanzierung ähnlicher Programme in anderen Ländern. Aber für Tim war der wichtigste Besuch der von Marcus, dem kleinen Jungen aus dem Brooklyner Krankenhaus. Seine Eltern hatten ihn nach Deutschland gebracht, um Tim zu treffen. »Hero hat mir geholfen, wieder zu sprechen«, sagte Marcus mit leuchtenden Augen. »Und du hast Hero geholfen. Das macht dich zu meinem Helden.« Tim lächelte und kniete sich zu Marcus hinunter. »Weißt du was? Wir alle sind Helden. Manchmal müssen wir nur daran erinnert werden.« An seinem 10. Geburtstag erhielt Tim eine besondere Überraschung. Ein Paket aus New York von Hero. Drinnen war ein Foto des alten Hundes, umgeben von lächelnden Kindern im Krankenhaus und eine handgeschriebene Note von Dr. Chen. Hero rettet jeden Tag Leben, genauso wie Sie es ihm beigebracht haben. Er hat bereits über 200 Kindern geholfen. Danke, dass Sie ihm gezeigt haben, dass es nie zu spät ist, wieder ein Held zu sein. 5 Jahre später war die Vega-Akademie zu einem weltweiten Netzwerk gewachsen. Es gab Standorte in 10 Ländern und über 1000 Absolventen arbeiteten mit traumatisierten Tieren auf der ganzen Welt.
Tim, jetzt 15 Jahre alt, war zu einer internationalen Autorität für Tiertraumatherapie geworden. Aber er blieb derselbe bescheidene Junge, der einst einem verzweifelten Hund ein einziges Wort zugeflüstert hatte. An einem sonnigen Herbstmorgen erhielt die Akademie einen besonderen Besuch. Eine Delegation der Vereinten Nationen kam, um Tim zu einer außergewöhnlichen Ehre zu gratulieren. Tim Maddox, verkündete die UN-Gesandte. Sie werden zum jüngsten Friedensbotschafter der Geschichte ernannt. Ihre Arbeit hat gezeigt, dass Heilung möglich ist. Nicht nur für Tiere, sondern für alle, die Trauma erlebt haben. Die Zeremonie fand im Hauptgebäude der Akademie statt. Hunderte von Menschen waren gekommen. Absolventen, Politiker, Journalisten. Aber Tim hatte nur Augen für die, die wirklich zählten. Erik, Sabine und natürlich Vega, der stolz neben ihm saß. Als ich vor 5 Jahren zum ersten Mal Vega begegnete, war er ein gebrochener Hund, voller Angst, Wut und Schmerz. Heute ist er ein Lehrer, ein Heiler, ein Freund. Er hat mir gezeigt, dass jeder, egal wie verletzt, wieder ganz werden kann. In der Menge saßen einige der ersten Hunde, die Tim geholfen hatte. Luna war aus Afghanistan gekommen, begleitet von ihrem neuen Partner. Auch Max, der Münchner Rottweiler, war da, sichtlich glücklich und gesund. Aber die wichtigste Lektion, fuhr Tim fort, die ich gelernt habe, ist diese. Heilung geschieht nicht durch Worte oder Techniken. Heilung geschieht durch Liebe, Geduld und die einfache Wahrheit, dass niemand allein sein muss. Nach der Zeremonie gingen Tim und Vega zu ihrem Lieblingsplatz, einer kleinen Bank im Garten der Akademie, wo alles begonnen hatte. Dort saßen sie oft und beobachteten die neuen Studenten bei der Arbeit mit ihren vierbeinigen Patienten. »Weißt du, was das Schönste an allem ist?« fragte Tim und streichelte Vegas graues Fell. Der Hund war jetzt älter, langsamer, aber seine Augen leuchteten immer noch mit derselben Weisheit. Wir haben nicht nur Hunde gerettet, wir haben Menschen gerettet, Familien, Hoffnung. Vega legte seinen Kopf auf Tims Schoß, wie er es an jenem ersten Tag getan hatte, aber diesmal war es nicht aus Verzweiflung, sondern aus Zufriedenheit. In der Ferne läuteten die Kirchenglocken von Köln. Es war Zeit für das Abendessen, Zeit für die Familie. Erik und Sabine warteten auf sie, wie sie es jeden Tag taten. Als sie aufstanden, um hineinzugehen, drehte sich Tim noch einmal um. Über dem Eingang der Akademie hing ein Schild mit einem einfachen Motto: »Jeder verdient eine zweite Chance.« »Das stimmt«, flüsterte Tim. »Jeder verdient eine zweite Chance auf Zuhause.« Und während sie zum Haus gingen, Vater, Mutter, Sohn und der Hund, der alles möglich gemacht hatte, wussten sie, dass ihre Geschichte längst nicht zu Ende war. Aber heute Abend, in diesem perfekten Moment, war ihre kleine Familie komplett und das war mehr als genug. Jahre vergingen wie Blätter im Wind. Tim wurde erwachsen, heiratete eine Tierärztin namens Anna, die seine Leidenschaft teilte. Zusammen erweiterten sie die Akademie und entwickelten neue Therapiemethoden. Erik und Sabine wurden zu den stolzesten Großeltern der Welt, als Tim und Anna Zwillinge bekamen, einen Jungen und ein Mädchen. Und ja, ihre ersten Worte waren nicht Mama oder Papa, sondern Wow, wow, zur großen Freude von Vega. Vega lebte ein langes, erfülltes Leben. Mit 12 Jahren war er zu alt geworden für die aktive Arbeit, aber er blieb der spirituelle Führer der Akademie. Jeden Morgen machte er seine Runden, besuchte die neuen Hunde, als würde er sagen: »Keine Sorge, ihr seid jetzt in Sicherheit.« An einem friedlichen Frühlingsmorgen, umgeben von seiner Familie, schlief Vega sanft ein. Er ging so, wie er gelebt hatte. Würdevoll, geliebt und in dem Wissen, dass er einen Unterschied gemacht hatte. Seine Beerdigung war kein trauriges Ereignis. Hunderte von Menschen kamen, alle Leben, die er berührt hatte. Es war eine Feier eines Hundes, der der Welt gezeigt hatte, dass Heilung immer möglich ist. Tim hielt eine letzte Rede für seinen treuen Freund. Vega war nie nur ein Hund für mich. Er war ein Lehrer, ein Heiler, ein Bruder.
Er lehrte mich, dass die größte Stärke nicht darin liegt, niemals zu fallen, sondern immer wieder aufzustehen. Heute, 20 Jahre später, steht an dem Ort, wo Vegas Zwinger einst war, eine Statue, nicht von einem perfekten Hund, sondern von einem, der zerbrochen war und wieder heil wurde. Die Inschrift lautet einfach Vega, der Hund, der uns gelehrt hat, dass jeder eine zweite Chance verdient. Die Vega-Akademie existiert immer noch, größer und einflussreicher denn je. Tim leitet sie nun als erwachsener Mann, aber er hat nie vergessen, was ein kleiner blinder Junge und ein traumatisierter Hund einander an jenem ersten Tag geschenkt haben. Und manchmal, in den ruhigen Momenten zwischen den Trainingseinheiten, wenn ein neuer Student mit einem hoffnungslos scheinenden Fall kämpft, erzählt Tim die Geschichte von Vega. Die Geschichte davon, wie ein einziges Wort, zu Hause, die Macht hatte, ein Leben zu verändern. Vergesst nie, sagt er dann, dass hinter jedem scheinbar aggressiven oder verstörten Tier ein gebrochenes Herz schlägt, das nur darauf wartet, wieder zu vertrauen. Eure Aufgabe ist es nicht, sie zu reparieren. Eure Aufgabe ist es, ihnen zu zeigen, dass sie bereits perfekt sind. Sie haben es nur vergessen. Und wenn er diese Worte spricht, können die Studenten schwören, dass sie ein leises Bellen hören, ein Geist eines alten Hundes, der immer noch über diejenigen wacht, die keine Stimme haben. So endet unsere Geschichte, liebe Freunde, aber in Wahrheit endet sie nie wirklich, denn jeden Tag, überall auf der Welt, flüstert jemand einem gebrochenen Tier die Worte zu, die Vega und Tim uns gelehrt haben. Du bist nicht allein, du bist geliebt, du bist zu Hause. Und das ist die größte Lektion von allen.